Hallo Freunde, ihr seid alle willkommen, ich hoffe es geht euch gut. Heute werde ich versuchen, Ihnen in 5 Minuten eine Scalping-Kauf- und Verkaufstaktik zu zeigen. Ich hoffe, das wird nützlich sein. Wie ich immer sage, ist nichts, was ich in diesem Videotutorial erzähle, Anlageberatung. Öffnen Sie keine Transaktionen, indem Sie diesen folgen, Sie können große Verluste erleiden. Vielen Dank im Voraus, dass Sie mir zugehört haben. Freunde, heute werde ich versuchen, Ihnen die Kauf- und Verkaufstaktik in einem 5-Minuten-Zeitraum unter Verwendung von 3 gleitenden Durchschnitten zu zeigen. Zuerst bringe ich EMA von den Indikatoren zur Sprache. Wie Sie hier sehen können, klicke ich dreimal auf den gleitenden Durchschnitt. Nach dem Anklicken erscheint es auf dem Bildschirm. Wir ändern Ihre Werte. Wir ändern den anfänglichen EMA auf 25. Vergessen wir nicht, die Farben zu ändern, denn ich werde Ihnen die Tricks verraten. Ich mache den gleitenden 25-Tage-Durchschnitt weiß. Lassen Sie uns die Linie ein wenig verdicken. Ich mache auch den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt orange und die Linie etwas dicker. Gleitender 100-Tage-Durchschnitt, was sollen wir tun? Machen wir die Farbe blau, ich mache die Linie etwas dicker. Wie Sie jetzt sehen können, habe ich 3 gleitende Durchschnitte. Lassen Sie mich Ihnen zunächst die Orte nennen, auf die ich achten sollte. Gleitender 25-Tage-Durchschnitt in Weiß, gleitender 50-Tage-Durchschnitt in Orange. Und der blaue ist der gleitende 100-Tage-Durchschnitt. Bevor wir die Transaktionen eingeben, sollten wir hier aufpassen. Das Wichtigste ist, dass der gleitende 50-Tage-Durchschnitt immer in der Mitte liegen sollte. Mit anderen Worten, der gleitende 25-Tage-Durchschnitt und der gleitende 100-Tage-Durchschnitt. Rundendurchschnitt spielt für uns keine Rolle, aber der gleitende 50-Tage-Durchschnitt sollte immer in der Mitte liegen. Weil wir vom gleitenden 50-Tage-Durchschnitt sowohl das Signal zum Einstieg in den Handel als auch das Signal zum Ausstieg aus dem Handel erhalten. Was ist das? Sehen Sie, wie Sie hier sehen können, schneiden sich der gleitende 50-Tage-Durchschnitt und der Preis steigt. Ein Kerzenschluss unterhalb des gleitenden 50-Tage-Durchschnitts geschieht und der Preis sinkt. Was ist unsere Logik bei gleitenden Durchschnitten? Wenn der kurze gleitende Durchschnitt den langen gleitenden Durchschnitt nach oben kreuzt, bildet dies ein Kaufsignal. Wie Sie heute sehen können, werden wir den Schnittpunkt der gleitenden 25, 50 und 100 Tage Durchschnitte untersuchen. Lassen Sie uns jetzt einen nach dem anderen überprüfen und weitermachen. Aus heutiger Sicht schließt die Kerze über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und wir können sehen, wie die Preise auf einem 5-Minuten-Chart steigen. Unser Stopp hier hängt vollständig von unserer Risikoanalyse ab. Dies ist Ihre Wahl, denn wenn Sie möchten, können Sie aufhören, wenn die Kerze unter dem gleitenden 25-Tage-Durchschnitt schließt oder wenn die Kerze unter dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt schließt. Auf diese müssen Sie zuerst achten. Vergessen wir diese nicht. Wir können in den Handel einsteigen, wenn die Kerze über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt schließt. Denn für uns ist es sowohl ein Pullback als auch eine Bestätigungskerze. Ich kann Ihnen sagen, dass dies der geeignetste Ort für uns ist, um eine Transaktion zu eröffnen. Wenn wir es uns jetzt ansehen, vergrößern wir den Bildschirm ein wenig. Die Kerze schließt über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Als nächstes kommt eine rote Kerze. Aber der Preis sinkt nicht unter den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, er bleibt darüber und Sie sehen, es hinterlässt uns eine sehr schöne Gewinnrate. Lassen Sie mich Ihnen zum Beispiel dies zeigen. Nehmen wir an, die Kerze hat geschlossen und wir sind von dort aus in den Trade eingestiegen. Es hinterlässt uns einen sehr schönen Gewinn von fast 0,50 auf einem 5-Minuten-Chart. Ich gehe etwas weiter zurück. Wie Sie sehen können, schließt die Kerze über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Und dann können wir sehen, dass die Preise steigen. Freunde, es gibt eine Steigerung von rund 1,5%.
Auch hier gehe ich etwas weiter zurück. Die Kerze schließt über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Die Preise steigen wieder. Wie gesagt, worauf achten wir hier? Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt muss immer in der Mitte von 3 gleitenden Durchschnitten liegen. Weil wir den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt sowohl für die Genehmigung verwenden, als auch als Handelseinstiegs- und Ausstiegsindikator betrachten. Vergessen wir das nicht. Wir wissen immer, dass wenn der kurze gleitende Durchschnitt den langen gleitenden Durchschnitt nach oben kreuzt, dies ein Kaufsignal erzeugt. Wenn der gleitende 25-Tage-Durchschnitt darüber liegt, der gleitende 50-Tage-Durchschnitt in der Mitte und der gleitende 100-Tage-Durchschnitt unten liegt, können wir vorhersagen, dass ein Aufwärtstrend auf dem Markt beginnen wird. Lassen Sie mich Ihnen dies zusätzlich sagen. Gehen wir nun etwas weiter zurück. Schauen Sie, die gleitenden Durchschnitte haben hier ihre Plätze komplett getauscht. Der gleitende 25-Tage-Durchschnitt liegt unten und der gleitende 100-Tage-Durchschnitt oben. Hier können wir also verstehen, dass es einen Abwärtstrend gibt. Worauf achten wir? Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt bleibt in der Mitte. Wenn wir nochmal hinschauen. Darin sehen Sie, die Kerze schließt über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Die Preise steigen. Die Kerze schließt hier wieder über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Die Preise steigen. Hier schließt sich die Kerze. Dann kommt ein riesiger Sturz. Leider hören wir hier auf, weil wir hier in den Prozess eintreten. Dies erzeugt ein Kaufsignal für uns, aber plötzlich gibt es einen plötzlichen Rückgang und wir hören hier bei der Kerze auf, Freunde. Wir können ihnen nicht ausweichen. Leider passieren diese Dinge, aber wenn wir uns die Gesamtsumme ansehen, erhalten wir normalerweise Gewinne aus den Transaktionen. Freunde, wir verwenden gleitende Durchschnitte als Scalp Trading. Nun, was uns wichtig ist, ist dies. Der gleitende Durchschnitt dient zum Ein- und Aussteigen in Trades. Wie Sie sehen, können wir die Transaktion hier in keiner Weise eingeben. Sehen Sie, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem gleitenden Durchschnitt und dem Preis. Die Kerze berührt nicht einmal den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Ich gehe etwas weiter zurück. Wie Sie hier sehen werden, verändern sich die gleitenden Durchschnitte vollständig. Der gleitende 25-Tage-Durchschnitt liegt ganz unten. Was bedeutet das also? Es sagt uns, dass es einen Abwärtstrend gibt. Aber selbst in einem Abwärtstrend, wenn es auf einem 5-Minuten-Chart eine Reaktion gibt, können wir nur geringe Gewinne erzielen. Der Markt befindet sich zum Beispiel auch hier in einem Abwärtstrend, ja. Die Kerze schließt über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Und wir können sehen, wie der Preis hier gestiegen ist. Schauen Sie, der Preis fällt wieder, er schließt über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Und der Preis steigt wieder. Wie ich schon sagte, wo werden wir es verkaufen? Es liegt an euren Freunden zu entscheiden. Ebenso gibt es hier eine schöne Gewinnrate. So ist es auch hier. Wie Sie sehen können, ist unsere Logik eigentlich einfach. Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt wird in der Mitte bleiben und es wird ein Kaufsignal am Ende der Kerze darüber geben. Wenn es darunter hängt, das heißt, wenn die Kerze unter dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt schließt, wird dies ein Verkaufssignal für uns erzeugen. Also, wenn ich Verkauf sage, wird es uns aufhalten. Scalping-Trades mit gleitenden Durchschnitten sind im Allgemeinen erfolgreich. Aber natürlich gibt es uns kein 100% erfolgreiches Ergebnis. Sie wird uns zwangsläufig aufhalten, uns Schaden zufügen, wir können sie nicht verhindern. Schließlich ist dies ein Finanzmarkt. Diese werden zwangsläufig eintreten, aber wenn wir es im Allgemeinen betrachten, würde ich sagen, dass die Rentabilitätsrate höher ist. Ja, es bringt sie zum Verlieren, aber die Rentabilitätsrate ist auch hoch. Wir müssen nur wissen, wie wir die Bedingungen am richtigen Ort und zur richtigen Zeit nutzen. Ansonsten gibt es nichts weiter zu tun. Die wahre Handelslogik basiert auf gleitenden Durchschnitten, Freunde.
Das ist alles, was ich Ihnen in diesem Schulungsvideo sagen werde, wie gesagt. Nichts, was ich in dem Video erzähle, hat den Charakter einer Anlageberatung. Bitte investieren Sie nicht auf der Grundlage dieser, Sie können große Risiken und große Verluste eingehen. Danke, dass du mir zuhörst. Wir sehen uns im nächsten Trainingsvideo, viel Glück!